grundlegende Informationen zu AEDF. Die Abteilung des Ethikkomitees innerhalb der deutschsprachigen SCP Foundation fungiert als Delegation des zentralen Ethikkomitees der SCP Foundation. Sie ist verantwortlich für die Überwachung und Beratung des deutschsprachigen Ablegers, identifiziert und meldet Unstimmigkeiten oder Verstöße an die O4-Ebene, erstattet direkt Bericht an das Ethikkomitee bzw. die O5-Kommission und besitzt begrenzte Eingriffsmöglichkeiten, um bei schwerwiegenden Vorfällen eigenständig intervenieren zu können, falls herkömmliche Mechanismen versagen. Die Abteilung ist am Sonderstandort DE1 stationiert und umfasst eine Personalstärke von 5 Mitgliedern. Organisatorische Struktur und Rollen des AEDF. Das organisatorische Framework des AEDF basiert auf einer funktionalen Hierarchie, die eine klare Rollen- und Verantwortlichkeitsverteilung innerhalb des Gremiums gewährleistet. An der Spitze steht der Chief Ethicist and Strategic Coordinator, CE und SC, welcher die Leitung der Komiteestrategie innehat, die operative Koordination steuert und als Kommunikationsbrücke zwischen den operativen Einheiten, dem Ethikrat sowie den O5-Gremien fungiert. Unterhalb dieser Leitungsebene sind spezialisierte Fachkräfte positioniert. Die Moralphilosophen, Ethics Consultants, sind Experten in angewandter Moralphilosophie, die mittels normativer Ethik, moralischer Risikoabschätzung sowie moralischer Dilemmata-Analyse komplexe Fragestellungen im Kontext anomalistischer Objekte evaluieren. Sie wenden Methoden wie die deontologische Ethik, die utilitaristische Evaluation sowie das Konzept der moralischen Intuition an, um normative Bewertungen vorzunehmen. Der Rechtsspezialist für Sicherheits- und Völkerrecht, Legal Advisor, überwacht die Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Rahmenbedingungen, inklusive internationaler Abkommen wie dem Übereinkommen über den Schutz von Menschenrechten bei der Handhabung von SCPs. Er erstellt sogenannte Legal Opinions, um die Rechtmäßigkeit operativer Maßnahmen zu validieren. Der Kommunikationsmanager für interne und externe Stakeholder, Information und Security Officer, ist verantwortlich für das Management der Informationsflüsse, insbesondere im Hinblick auf vertrauliche Berichte, Incident Reports sowie strategische Kommunikation mit externen Partnern. Dabei nutzt er Prinzipien des Informationssicherheitsmanagements (ISMS) und implementiert Strategien zur Wahrung der Vertraulichkeit gemäß den Vorgaben des Confidentiality Protocols. Der Security Operations Supervisor koordiniert alle Aspekte der physischen Sicherheit, einschließlich Zugangskontrollsystemen, Access Control Systems (ACS), Überwachungstechnologien, Closed Circuit Television (CCTV), biometrischer Authentifizierung sowie der Implementierung von Sicherheitsprotokollen gemäß dem Standard des Physical Security Program. Ziel ist es, potenzielle Bedrohungen durch proaktive Risikoanalyse, Risk Assessment, frühzeitig zu identifizieren und zu mitigieren. Diese multidisziplinäre Konstellation ermöglicht eine effiziente Steuerung komplexer Entscheidungsprozesse im Rahmen eines modifizierten Organizational Synergy Models. Die Zusammenarbeit basiert auf Prinzipien des interdisziplinären Netzwerkmanagements, wobei jede Rolle durch spezifisches Fachwissen untermauert wird. Aufgabenbereich des AEDF. Der primäre Aufgabenbereich des Ausschusses für Ethik und Moralphilosophie, AEDF, besteht in der Gewährleistung der moralischen Integrität sowie der ethischen Konformität innerhalb des organisationalen Rahmens der SCP Foundation im deutschsprachigen Raum. Dabei fungiert das Gremium als moralischer Wächter, Moral Sentinel, dessen Kernfunktion die normative Evaluation von Entscheidungen, Maßnahmen und Klassifikationen anomalistischer Objekte, SCPs ist. Ein zentrales Element bildet die ethische Risikoabschätzung, Ethical Risk Assessment, bei der potenzielle Konflikte zwischen Sicherheitsinteressen, Menschenrechten und wissenschaftlicher Forschung mittels moralphilosophischer Methoden analysiert werden. Hierbei kommen Verfahren wie die deontologische Prinzipienprüfung, die utilitaristische Kosten-Nutzen-Analyse sowie das Konzept der moralischen Intuition zum Einsatz, um eine fundierte normative Bewertung zu gewährleisten. Das Aufgabenfeld umfasst außerdem die Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen, wobei der Rechtsspezialist für internationales Sicherheitsrecht sicherstellt, dass alle Maßnahmen im Einklang mit nationalen Gesetzgebungen, völkerrechtlichen Abkommen sowie internen Compliance-Richtlinien stehen. Hierzu zählen insbesondere Vorgaben aus dem Datenschutzgesetz, dem Gesetz über den Schutz anomalistischer Objekte sowie internationalen Abkommen wie dem Übereinkommen zur Verhinderung unkontrollierter Kontamination.
Weiterhin obliegt dem AEDF die Verantwortung für das interne Berichtswesen, das eine lückenlose Dokumentation aller relevanten Vorfälle, Entscheidungen, Empfehlungen sowie durchgeführter Interventionen umfasst. Das System basiert auf einem standardisierten Protokoll, zum Beispiel Incident Reporting Protocol, welches eine transparente Nachvollziehbarkeit gewährleistet und bei Bedarf für forensische Analysen herangezogen werden kann. Darüber hinaus übernimmt das Gremium die Funktion eines ethischen Arbitrators, indem es bei Konflikten zwischen Sicherheitsprotokollen und moralischen Prinzipien vermittelt. Bei schwerwiegenden ethischen Dilemmata kann es eigenständig Empfehlungen aussprechen oder in Abstimmung mit höheren Gremien, wie dem Ethikrat oder den O5-Gremien, verbindliche Entscheidungen treffen. Schließlich ist das AEDF auch für die Entwicklung von Leitlinien und Standard Operating Procedures (SOPs) verantwortlich, welche die Handhabung anomalistischer Phänomene reglementieren. Diese SOPs sind stets auf Basis einer kontinuierlichen Risikoanalyse, Risk Analysis, aktualisiert und berücksichtigen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse sowie ethische Standards. Einsatzkategorien. Um die operative Flexibilität und Verantwortlichkeit des AEDF zu strukturieren, werden Einsätze in 4 primäre Kategorien unterteilt: Beratung, Überwachung, Eingriffe sowie Berichtswesen. Diese Kategorien sind nicht strikt voneinander getrennt, vielmehr überschneiden sie sich situativ und bedürfen einer differenzierten Betrachtung. Beratung umfasst präventive Maßnahmen zur Risikoabschätzung und Entscheidungsfindung. Das Komitee führt in diesem Zusammenhang interdisziplinäre Konsultationen durch, bei denen externe Experten aus Bereichen wie Ethik, Philosophie, Rechtsprechung oder Historie hinzugezogen werden. Ziel ist es, eine holistische Perspektive auf komplexe Fragestellungen zu gewinnen. Beispielsweise wird bei der Klassifikation eines SCPs geprüft, ob dessen Eigenschaften möglicherweise gegen fundamentale Menschenrechte verstoßen oder ob eine besondere Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht. Die Beratung erfolgt stets unter Berücksichtigung der Prinzipien der utilitaristischen Ethik sowie deontologischer Grundsätze. Überwachung bezieht sich auf die kontinuierliche Kontrolle laufender Operationen sowie auf die Beobachtung von Verhaltensmustern innerhalb der Organisation. Hierbei werden Indikatoren für unethisches Verhalten identifiziert, etwa durch Auditierungen oder verdeckte Ermittlungen, um frühzeitig potenzielle Verstöße aufzudecken. Das Ziel ist es, präventiv tätig zu sein und Missstände zu verhindern oder frühzeitig zu korrigieren. Eingriffe stellen den restriktivsten Bereich dar und kommen nur in kritischen Situationen zum Einsatz. Sie sind durch strenge Protokolle geregelt und erfordern eine sorgfältige Abwägung aller Risiken sowie eine rechtliche Legitimation. Zu den möglichen Maßnahmen zählen temporäre Sperren eines SCPs, zum Beispiel durch Quarantäne, Rücknahme einer Klassifikation, zum Beispiel bei Entdeckung neuer Gefahrenpotenziale, oder sogar vorübergehende Suspendierung eines Mitarbeiters bei Verdacht auf unethisches Verhalten. Solche Interventionen erfolgen nur nach vorheriger Konsultation mit den zuständigen Gremien und unter Berücksichtigung aller verfügbaren Evidenzen. Berichtswesen schließlich umfasst die Dokumentation aller relevanten Vorgänge inklusive Entscheidungen, Empfehlungen sowie Zwischen- oder Endberichte an höhere Instanzen wie das Zentrale Ethikkomitee oder das O5-Gremium. Dieses System gewährleistet nicht nur Rechenschaftspflicht, sondern auch eine retrospektive Evaluation der getroffenen Maßnahmen. Vertiefung der Einsatzkategorien, beispielhafte Szenarien. Im Rahmen einer klassifikatorischen Evaluation könnte das AEDF beispielsweise bei der Entscheidung über die Einstufung eines neu entdeckten SCPs als Ticonderoga konsultiert werden. Hierbei würde es zunächst eine Risikoanalyse durchführen, um potenzielle Gefährdungen für Zivilisten oder Umwelt abzuschätzen. Es könnten interdisziplinäre Konsultationen mit Historikern erfolgen, um historische Parallelen zu ziehen, oder ethische Gutachten, um mögliche moralische Konflikte zu identifizieren. In einem anderen Szenario könnte das Komitee bei Hinweisen auf organisatorische Unregelmäßigkeiten innerhalb des Ablegers aktiv werden, etwa bei einem O4-Mitglied, das verdächtigt wird, unethische Experimente durchzuführen oder vertrauliche Informationen zu missbrauchen. Hier würde es eine interne Untersuchung initiieren, inklusive Beweissicherung mittels forensischer Analysen, um festzustellen, ob ein Verstoß gegen interne Richtlinien vorliegt. Bei bestätigten Verstößen könnten restriktive Maßnahmen wie temporäre Suspendierungen, Disziplinarverfahren oder sogar juristische Schritte eingeleitet werden.
Wenn ein SCP außer Kontrolle gerät, beispielsweise durch unerwartete Verhaltensänderungen infolge technischer Fehlfunktionen, würde das AEDF zunächst eine Risikoabschätzung vornehmen. Ist das Objekt noch kontrollierbar? Besteht Gefahr für Personal oder Öffentlichkeit? Falls ja, könnten Sie Empfehlungen zur sofortigen Quarantäne aussprechen oder sogar einen Notfallentschärfungsplan initiieren. Bei öffentlichen Bekanntmachungen plant das Komitee zudem sorgfältig abwägend. Es prüft anhand eines ethischen Impact Assessments, ob bestimmte Details veröffentlicht werden dürfen oder ob Geheimhaltung aus Sicherheitsgründen geboten ist. Dabei wird stets versucht, einen Balanceakt zwischen Transparenz und Schutzinteressen zu vollziehen. Vertiefte Zusammenfassung der Eingriffsmöglichkeiten. Die restriktiven Interventionen des AEDF sind durch ein rigoroses Protokoll geregelt, das sowohl rechtliche Compliance-Anforderungen als auch ethische Prinzipien integriert. Diese Maßnahmen sind in ihrer Ausgestaltung hochgradig kontrolliert und unterliegen einer strengen Validierung durch das interne Compliance-Management-System (CMS) sowie durch externe Auditoren. Temporäre Quarantäne, Isolation. Bei akuten Gefährdungssituationen kann das Komitee eine temporäre Isolation eines SCPs anordnen. Diese Maßnahme erfolgt durch automatisierte Sperrsysteme, Lockdown-Procedures oder manuelle Interventionen mittels physischer Barrieren, Physical Barriers, wie elektromagnetischer Abschirmung oder mechanischer Sperren. Ziel ist es, eine unerwünschte Interaktion mit dem Umfeld zu verhindern, bis eine umfassende Risikobewertung, Risk Analysis, vorliegt. Revision oder Deklassifikation. Falls neue Erkenntnisse aus forensischen Analysen, Forensic Investigations oder Forschungsprojekten, Research und Development vorliegen, kann das AEDF eine Revision der Klassifikation empfehlen. Dies umfasst sowohl eine Herabstufung, Deklassifikation, als auch eine Hochstufung, Ticonderoga. Solche Entscheidungen basieren auf einer multidisziplinären Evidenzbewertung, Evidence-Based Decision Making, unter Einbeziehung externer Gutachter, External Consultants sowie interner Review Boards, Review Committees. Suspendierung von Personal. Im Falle eines Verdachts auf unethisches Verhalten oder Verstoß gegen interne SOPs, Standard Operating Procedures, kann das Komitee eine vorübergehende Suspendierung eines Mitarbeiters initiieren. Dieser Schritt erfolgt nach Durchführung einer initialen Untersuchung mittels forensischer Beweissicherung, Chain of Custody, sowie Interviews unter Anwendung von Techniken des Behavioral Interviewing. Ziel ist es, mögliche Konflikte im Keim zu ersticken und Beweise für eventuelle Disziplinarverfahren zu sichern. Notfallinterventionen. In Krisensituationen, etwa bei einem außer Kontrolle geratenen SCP mit unmittelbarer Gefahr für Menschenleben oder kritische Infrastruktur, kann das AEDF eigenständig Sofortmaßnahmen initiieren. Dazu zählen zum Beispiel die sofortige Abschaltung technischer Systeme mittels automatisierter Shutdown-Protokolle, Emergency Shutdown Procedures, Einsatz spezieller Entschärfungseinheiten, Containment Teams oder sogar die Anwendung von Hochrisikotechniken wie thermischer Desintegration oder nuklearer Detonation, sofern gesetzlich zulässig. Diese Maßnahmen erfordern eine vorherige Risikoanalyse, Risk-Benefit Analysis, sowie eine lückenlose Dokumentation aller Schritte im Rahmen eines Incident Reports, IR. Eskalation und Berichtswesen. Alle Maßnahmen werden in einem detaillierten Incident Report dokumentiert, welcher anschließend an das zentrale Ethikkomitee bzw. an die O5-Gremien eskaliert wird. Das Berichtswesen folgt standardisierten Formaten gemäß dem Protocol for Incident Documentation, PID. Bei schwerwiegenden Vorfällen erfolgt eine sofortige Eskalation zur Genehmigung weiterer Maßnahmen. Zudem werden retrospektive Evaluierungen durchgeführt, um die Effektivität der Interventionen mittels Key Performance Indicators, KPIs, zu messen und zukünftige Präventionsstrategien zu optimieren.